Knight unzufrieden mit dem AOE Knight. Ein weiterer Grund dafür, oder ein Problem ist halt, oder das ist ein Problem, aber was halt nervig ist, sie fügen halt immer, also wenn sie jetzt neue Skills erfinden, fügen sie in der Regel, einmal haben sie es nicht gemacht, aber es war auch nur ein Skill für jede Klasse, die 100er Skills. In der Regel fügen sie da halt erst im Endgame ein, beziehungsweise jetzt halt in dem Fall, im neuesten Fall bei Third Job Change. Das heißt, grundsätzlich hätten sie das Knight-Problem jetzt nicht gelöst, oder halt, also das Problem, dass er so langsam ist oder sich so clunky anfühlt im Vergleich zu Magiern oder auch Ranger, was Pullen angeht, was basically alles angeht. Das Problem ist halt, dass die das eigentlich schon erkannt haben, das Problem, also wahrscheinlich aufgrund von Feedback. Und sie haben das Problem, weiß jetzt nicht, ob sie es gelöst haben, eher nicht, würde ich sagen, aber sie haben es zumindest ein bisschen besser gemacht. Mit einem Gap-Closer-Skill, wo du zumindest auf die nächsten Monster springen kannst und sie auch pulst. Also du kannst dann immer auf eine größere Monstergruppe zuspringen, bist also schneller beim Pullen, plus AOE-Pull. AOE-Ranged-Pull ist das ja dann schon fast. Was grundsätzlich schon nice ist auf jeden Fall. Aber der Skill ist halt für Level, lass mich nicht lügen, ich glaube 170. Das heißt, jeder Knight bis 170 oder mindestens 166 hat halt absolut gar nichts davon. Also du musst erstmal, so ähnlich wie bei Jester, du musst erstmal ins absolute Endgame kommen, um diesen Skill freizuschalten. Und das ist halt natürlich dann irgendwie nicht so wirklich verstanden, was das Problem ist. Ich meine, klar, wenn Knight auf Level 60 schon so rumjumpen würde, wäre es vielleicht wiederum zu stark. Aber I don't know. Das könnte man schon irgendwie lösen. Und abgesehen davon glaube ich jetzt nicht mal unbedingt, dass das so stark wäre. Beziehungsweise ist es ja eh so, Life Balancing, sowohl PvE als auch wahrscheinlich auch PvP, ist ja sowieso nicht so gut. In dem Sinne, dass ja zum Beispiel alle Klassen auf Level 60 eh nicht gleich stark sind. Also es ist hier und da immer mal wieder jemand anders in irgendwas der Beste oder stärker oder kriegt einen besseren Boost. Ich würde sagen, zum Beispiel Level 60 ist Ranger mit Abstand der stärkste. Level 60 Ranger ist insane. Poison Arrow, Ice Arrow, Flame Arrow. Die meisten anderen Klassen haben noch nicht mal AOE-Skills freigeschaltet. Mage zum Beispiel. Die haben noch nicht mal AOE-Skills und Ranger hat dann schon 3 Stück. Und einen geilen Damage over Time Skill für Giants. Es ist ja eh nicht so, dass alle Klassen immer gleich stark sind. Ja? Es kriegt immer mal wieder jemand anders einen krassen Boost. Psykeeper auf Level 100 mit Gravity Well kriegt einen krassen Boost. Selbst wenn sie Knight diesen Skill auf Level 60 gegeben hätten, meiner Meinung nach wäre das jetzt... Ja, es wäre vielleicht stark, es wäre vielleicht ein kleines bisschen unfair gegenüber einer Klasse, die jetzt so einen Skill dann nicht hat auf Level 60. Aber die meisten Klassen kriegen ja dann irgendwann den Skill auch. Also Mage hat ihn ja schon ab Level 30. Blade bekommt ihn auf 100 und so weiter. Fastwalker ist auch schon für Akrobat. Dann ist es halt mal 5 Level nicht so ganz gebalanced. Aber es ist ja jetzt auch schon so, dass es nicht wirklich gebalanced ist. Also, wenn das die Logik dahinter wäre, dass man diesen Skill ins Endgame gepackt hat und nicht ins Low-Level, dann würde ich diese Logik schon stark anzweifeln, weil so logisch ist das irgendwie nicht, weil bei allen anderen Sachen hat man es ja auch ignoriert. Warum das da dann plötzlich relevant ist und bei allen anderen Sachen nicht, ist nicht wirklich logisch. Die müssten die Range von Ruf der Wut erhöhen und die CD wegnehmen. Haben sie das nicht sogar gemacht? Aber ich glaube, das war PvP. Ja, ich glaube, es war PvP. Das ist lustig, dass du das sagst. Das haben die, glaube ich, sogar gemacht, aber nur für PvP. Also ich glaube, es war Ruf der Wut, also Call of Fury. Bin mir nicht 100% sicher, kann auch sein, dass es ein anderes Skill war, der nur so ähnlich heißt. Ich glaube, es war actually Call of Fury, aber nur für PvP. Also Knight hat im letzten Patch, also vor 2 Wochen, irgendwie 6 Änderungen bekommen, aber die haben sich alle auf PvP eigentlich bezogen. Und ich glaube, da war Call of Fury auch dabei. Bin mir auch nicht 100% sicher. Bin ich persönlich gar nicht mal der Meinung, ich bin kein großer Fan von mit Call of Fury pullen. Dann wäre es cooler, sie würden ihm einfach einen neuen Skill geben. Ehrlich gesagt. Also da wäre ich eher dafür, dass sie Knight einen Skill geben. Also oder, Alter, weißt du, was sie wirklich machen müssten?
Es gibt ja Guillotine. Guillotine ist der einzige Fernkampf-Mercenary-Skill. Also der ist wirklich Fernkampf. Und die müssten einfach Guillotine upgraden. Die Animationszeit beschleunigen. Die Reichweite ein kleines bisschen erhöhen. Und auf AoE ändern. AoE Fernkampf Mercenary Pull Skill. Chat. I'm cooking. I'm cooking, Chat. I'm cooking with ice. It's ice cold. Bruh. Aber ja, also da wäre ich eher dafür, dass sie einen komplett neuen Skill erfinden. Beziehungsweise was komplett Neues machen. Also ich persönlich bin einfach kein großer Fan von Call of Fury. Weil ja Call of Fury auch kein richtiger AoE-Skill ist. Also wenn du schon AoE verbesserst, dann wäre es ja auch cool, wenn du dann einfach 2 AoE-Skills hast. Also technisch gesehen ist Call of Fury ein AoE-Skill irgendwie, I guess, aber halt irgendwie auch nicht. Von dem her würde ich es dann, also ich persönlich würde es dann eher präferieren, wenn er dann wirklich einfach noch einen richtigen zweiten AoE-Skill hat. Einen zum Pullen, dann Guillotine zum Pullen. Ich meine, AoE Knights, die ich gesehen habe, bei Mushpoint zum Beispiel in der Vergangenheit, also das ist zwar schon ein bisschen länger her, die haben tatsächlich mit Guillotine tatsächlich gepullt. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass das nicht wirklich schneller ist, als wenn du einfach mit Auto-Attacks pullst, weil die Animationszeit von dem Skill ist scheiße langsam. Da kannst du auch einfach zu dem Monster laufen und einen Hit machen. Das ist ungefähr genauso schnell. Aber dann lieber einen zweiten richtigen AoE-Skill. Würde ich persönlich sagen. Und damit es im PvP nicht plötzlich unbalanced ist, könnte man es ja so machen. Im PvP ist der Skill dann ultra kacke, weil es ein Mercenary-Skill ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass der PvP relevant wäre. Aber könnte man ja dann auch wieder so machen, dass es im PvP nicht... Also, kommen wir nicht mit PvP, ey. Ist BP nicht die Klasse, die du kriegst, wenn deine M die falsche Job-Change-Quest annimmt? Ja, also ist schon blöd mit dem Balancing. Vor allem auch im Low-Level, vor allem AoE. Grundsätzlich. Aber dass nicht alle Klassen gleich stark in allen Bereichen sind, ist natürlich auch irgendwo logisch, sage ich mal. Also man darf es natürlich auch nicht zu krass übertreiben. Aber sowas wie ein Pull-Skill einen guten hinzuzufügen, ist ja einfach nur Quality of Life. Das ist ja nicht mal zwingend wirklich Balancing. Das ist mehr Quality of Life als Balancing. Weil der Skill, also heißt ja auch nicht, dass der Skill dann arsch viel Damage machen muss oder so. Und also an deinem Schaden wird sich dann kaum was ändern. Du hast halt einfach ein leichteres Leben, indem du die Monster schneller pullst zum Beispiel. Und das muss ja jetzt nicht zwingend bedeuten, dass es dann, also ich meine, es wird schon bedeuten, dass du grundsätzlich schneller levelst und so. Aber es verbessert oder verändert dann wahrscheinlich nichts an deinem Damage und so weiter. Also deine gesamte Levelzeit wird sich natürlich verringern, aber vor allem wirst du halt einfach weniger getiltet sein, weniger getriggert sein. Also das wird der größere Vorteil sein als der tatsächliche Level Speed. By the way, es ist 57, ich muss gleich die Quest abbrechen.